Herzlich willkommen im zweiten Teil unseres Fit über 60 Experiments. In diesem Teil widmen wir uns der wichtigen Frage nach der passenden Ernährung. Am Ende schauen wir dann auf die Ergebnisse unseres Experiments, wir beleuchten die Fortschritte über die Zeit und werfen einen Blick darauf, wie sich das Blutbild verändert hat. Und damit geht es auch schon direkt los. Ernährung ist der wahrscheinlich wichtigste Erfolgsfaktor für Muskelaufbau und Gewichtsverlust. Wie im ersten Teil bereits erwähnt, ist es vor allem wichtig, dass man die Kalorien und die Proteinmenge abstimmt. Vorab möchte ich aber einige allgemeine, aber wichtige Punkte zur Ernährung ansprechen. Sie sollte generell sehr vitamin- und nährstoffreich sein, das heißt vor allem viel Gemüse beinhalten. Vitamine und Mineralien sind an vielen Prozessen im Körper beteiligt, vom Immunsystem über Funktionen im Gehirn bis zur Zellbildung beim Muskelaufbau. Zudem hat Gemüse wenig Kalorien bei hohem Volumen, was dann gut gegen Hunger wirkt. Komplexe Kohlenhydrate, das heißt zum Beispiel Vollkornprodukte, sind gegenüber einfachen Kohlenhydraten, das heißt zum Beispiel Zucker und Weißmehl, generell zu bevorzugen, weil die nur wenig Mikronährstoffe beinhalten und auch den Insulinspiegel dann stark in die Höhe schnellen lassen, was Heißhunger bewirken kann. Anstatt dass man gezuckerte Getränke trinkt, also zum Beispiel Cola oder Fruchtsaft, sollte man sich daran gewöhnen, dass man vorwiegend Wasser trinkt, denn A, es spart Kalorien ein, B, beugt Heißhunger vor und C, ist deutlich gesünder. Auch bei Alkohol und Süßigkeiten gilt, die sind äußerst kontraproduktiv. Das heißt, wenn man mal was isst, das ist völlig okay, aber es sollte halt besser nicht regelmäßig erfolgen. Auch wenn man viel Sensationelles und Kontroverses über Ernährung veröffentlicht, sieht es nach aktueller Forschungslage danach aus, dass eine balancierte Ernährung, welche die vorher genannten Punkte beachtet, gegenüber extremeren Ernährungsformen zu bevorzugen ist. Eine Publikation von 2014, welche 160 Studien zusammenfasst, kommt zu dem Schluss, dass eine ausgeglichene, vorwiegend vegetarische Ernährung aus gesundheitlicher Sicht zu empfehlen ist. Dass vorwiegend vegetarisch empfohlen wird, liegt übrigens nicht daran, dass Fleisch an sich schlecht wäre, wie einer der Autoren auch in einem Interview erklärt, sondern daran, dass einerseits die Qualität unseres industriell hergestellten Fleisches nicht so gut ist und andererseits, dass jemand, der viel Fleisch isst, dann natürlich weniger von anderen, nährstoffreicheren Lebensmitteln zu sich nimmt. Es gibt aber Kulturen, die sich fast ausschließlich von Weide- und Wildtieren ernähren und die von normaler Gesundheit sind. Ich denke, es bringt den meisten mehr, wenn man sich schon heute an die bekannten Richtlinien einer gesunden Ernährung hält, als dass man jahrelang nach einer spezifischen Ernährungsform sucht, die dann perfekt wäre, falls es die denn überhaupt gibt. Wer sich entsprechend ernährt, der reduziert übrigens unabhängig vom Sport sein Risiko für eine Bandbreite an Krankheiten und fühlt sich dann auch fitter. Damit aber zum ersten Teil der Ursprungsfrage, wie soll man nun die tägliche aufgenommene Kalorienmenge festlegen? Fürs Training und Abnehmen reicht es meistens aus, dass man eine Schätzformel zur Energieberechnung verwendet. Zuerst schätzt man dazu den Grundumsatz, das ist die täglich benötigte Energiemenge, wenn man keine Bewegung vollführt, also ohne Bewegung. Eine Schätzformel für den Grundumsatz ist die sogenannte MSJ-Formel. Und nach dieser MSJ-Formel ist der geschätzte Grundumsatz meines Vaters so circa 1725 Kilokalorien am Tag. Es gibt viele andere Formeln, die auch den Grundumsatz abschätzen. Für uns wichtig ist aber nur die grobe Schätzung. Wenn das jetzt plus minus 200 Kilokalorien abweicht, ist das für den endgültigen Erfolg nicht ausschlaggebend. Und im Allgemeinen ist es auch sehr schwer zu sagen, wenn man verschiedene Formeln hat, welche jetzt das bessere Ergebnis liefert. Den kompletten Energiebedarf, wenn man die Bewegung mit einbezieht, den nennt man dann Leistungsumsatz oder eben Tagesbedarf. Und um den zu berechnen, multipliziert man den Grundumsatz mit dem sogenannten PAL-Faktor. Der hängt von der persönlichen körperlichen Aktivität ab und den kann man in zahlreichen Tabellen im Internet nachschlagen. Für das Fit- oder Geräte-Training ist im Buch der Faktor 1,55 angegeben. Dementsprechend ergibt sich der Leistungsumsatz meines Vaters dann zu etwa 2670 Kilokalorien. Jetzt, wo wir den Tagesbedarf bestimmt haben, müssen wir die Energiemenge entsprechend unserer Ziele abändern. Als Daumenregel sagt man, dass man so plus 500 bis 1000 Kilokalorien zusätzlich zum Leistungsbedarf für Muskelaufbau nehmen sollte und dass minus 500 bis 1000 Kilokalorien Defizit zum Abnehmen sinnvoll sind. Je höher allerdings der Körperfettgehalt ist, das heißt je dicker jemand ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auch in einem Defizit noch Muskeln aufbauen kann. Bei größeren Defiziten wird eigentlich die Chance immer höher, dass man stattdessen Muskeln verliert. Basierend auf Messungen von 2005 kann man annehmen, dass 1 Kilogramm Fett maximal 48,5 Kilokalorien pro Tag zur Verfügung stellen kann. Und damit lässt sich dann abschätzen,
welches Kaloriendefizit man maximal wählen kann, bevor es zum Muskelverlust kommen muss, da das Körperfett dann nicht mehr genug Energie bereitstellen kann, um das Defizit auszugleichen. Für meinen Vater bedeutet das, dass er bei etwa 27% gemessenem Körperfettgehalt höchstens etwa 1200 Kilokalorien tägliches Defizit wählen kann, bevor er dann Muskelmasse verlieren muss. Er muss also ein geringeres Defizit wählen. Wer eine radikale Diät durchführt, das heißt mit starkem Defizit, der verliert viel Muskelmasse dabei und auch Wasser. Das heißt, man wird zwar schnell leichter, aber man wird auch schwächer und krankheitsanfälliger, was sicherlich nicht das Ziel war. In einem Defizit ist es übrigens äußerst wichtig, dass man weiterhin Sport treibt, um die Muskelmasse zu erhalten. Also Sport sollte bei einer Diät niemals fehlen. Für Gesundheit und Aussehen ist der Körperfettgehalt allerdings eine deutlich bessere Kennzahl als das Gewicht auf der Waage. Wer muskulös ist, darf zum Beispiel auch mehr wiegen, und wenn man Fett abgebaut hat, aber Muskeln aufgebaut hat, kann es zwar sein, dass das Gewicht sich nicht geändert hat, man sieht aber besser aus und man ist auch deutlich fitter. Übergewichtig ist deswegen eigentlich ein schlechtes Wort, weil eigentlich hat man gar kein Gewichtsproblem, eigentlich hat man ein Körperfettgehaltsproblem. Im Experiment wollen wir mit dem Gewicht ein wenig runter, aber noch eine Chance für Muskelaufbau erhalten und haben uns daher für ein Defizit von etwa 650 bis 850 Kilokalorien entschieden, was nach dem vorher geschätzten Leistungsbedarf auf etwa 1800 bis 2000 Kilokalorien pro Tag herausläuft, die wir dann während des Experiments einhalten wollen. Wie schnell nimmt man dann damit ab? Oft rechnet man vereinfacht mit etwa 7000 Kilokalorien, die man pro Kilogramm Körperfett einsparen muss. In der Praxis ist diese Zahl eigentlich nur eine gute Näherung für übergewichtige Menschen und der Wert ändert sich über die Zeit der Diät. Als grobe Schätzung kann man sie aber trotzdem verwenden. Mit einem mittleren Defizit von 750 Kilokalorien erwarten wir demnach etwa 0,75 Kilogramm Fettverlust pro Woche. Das heißt so etwa 3,75 Kilogramm nach 5 Wochen und dann 7,5 Kilo nach 10 Wochen. Bei einem geschätzten Wasserverlust von 1 bis 2 Kilo, der dann oben drauf kommt, sollte das Körpergewicht am Ende von etwa 91 Kilogramm am Anfang auf grob 82 bis 83 Kilogramm abgesunken sein. Der nächste große Punkt neben der Aufgabenenergiemenge ist dann die Eiweißmenge. Eine Metastudie aus 49 Studien mit über 1800 Teilnehmern kommt zu dem Schluss, dass 1,6 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht für Muskelaufbau empfehlenswert sind. In der Studie wurde allerdings die Teilnehmer über alle Altersklassen gemittelt. Im Alter nimmt die Körperreaktion auf Protein ab, weswegen man mehr Protein benötigt, als wenn man jung ist. Evidenzbasierte Empfehlungen für die Eiweißaufnahme bei 65-Jährigen liegen bei etwa 1 bis 1,2 Kilogramm pro Kilogramm Körpergewicht zum Erhalt der Muskelmasse. Das heißt, wenn man Muskeln aufbauen will, dann braucht man mehr als diese 1 bis 1,2 Gramm. Interessant ist auch, dass ältere Menschen, die sich im oberen Viertel der Eiweißaufnahme befanden, innerhalb der 10 Jahre dauernden Health ABC-Studie 40% weniger Muskelmasse verloren haben, als die im untersten Viertel der Eiweißaufnahme waren. Für meinen Vater wäre das Minimum daher etwa 109 Gramm pro Tag, wir orientieren uns aber an den besseren 145 Gramm. Selbst der Erhaltungswert wird in unserem Kulturkreis mit stark kohlenhydratorientierter Ernährung meistens nicht eingehalten und begünstigt dann leider den Muskelverlust. An sich kann man die empfohlene Proteinmenge genauso gut mit eiweißhaltiger Nahrung einhalten wie mit Proteinpulver. Insbesondere in einer Diät halte ich Eiweißpulver aber für praktisch, weil es kaum zusätzliche Kilokalorien enthält. Es ist einfach einzunehmen und es ermöglicht dann mehr Flexibilität bei der restlichen Nahrung. Es ist beim passenden Anbieter auch nicht teuer. Gute Alternativen aus dem Supermarkt sind zum Beispiel Hüttenkäse, Magerquark oder Harzer-Käse. Die haben auch wenig Kilokalorien und dabei einen sehr hohen Proteingehalt. Ein Nahrungsergänzungsmittel, das wir im Experiment noch verwenden, ist Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrat, das sogenannte HMB, weil es vernünftige Hinweise darauf gibt, dass sich der Erfolg von Trainingsanfängern in den ersten Wochen damit gut steigern lässt. Trainiert man schon länger, scheint es keinen Effekt mehr zu geben. Es ist aber für Erfolge jetzt nicht nötig, dass man das Supplement extra zu Hause kauft. Wir wollten das einfach mal ausprobieren. Wir haben noch ein drittes Supplement verwendet, das sogenannte Maltodextrin. Das ist eine Mischung aus Traubenzucker und Malzzucker. Wie ich schon gesagt hatte, man sollte von Zucker generell eher die Finger lassen. In einigen Quellen aus dem Fitnessbereich hieß es aber, dass einfache Kohlenhydrate direkt nach dem Training für die Regeneration hilfreich sind und auch für den Muskelaufbau. Mittlerweile bin ich nach einiger Recherche eigentlich der Meinung, dass sich das wissenschaftlich nicht gut halten lässt. Falls es Effekte geben sollte, würde ich die aber auf jeden Fall eher den Details zuordnen.
Da wir aber mit Maltodextrin angefangen haben, nehmen wir das der Konsequenz halber dann auch bis zum Ende durch. Für die 10 Wochen habe ich für meinen Vater einen Ernährungsplan zusammengestellt, der dann die 1800 bis 2000 Kilokalorien bei etwa 120 bis 160 Gramm Eiweiß pro Tag implementiert. Wer sich den Plan anschauen möchte, der kann sich das Konzeptpapier herunterladen. Zusammenfassend geht man nach unserem Programm also wie folgt vor. Man bestimmt den Grundumsatz mit der MSJ-Formel. Zweitens, man rechnet den Leistungsumsatz aus, indem man den Grundumsatz mit dem PAL-Faktor multipliziert. Für fit ohne Geräte ist der 1,55. Drittens, man legt den Energiebedarf fest. Für Muskelaufbau etwa plus 500 bis 1000 Kilokalorien zum Leistungsbedarf zusätzlich, für Gewichtsabnahme etwa minus 500 bis 1000 Kilokalorien. Allerhöchstens ein Maximaldefizit wählen, das von der Publikation bestimmt wird, die ich angegeben hatte. Sonst ist das Risiko für Muskelverlust zu hoch. Viertens, 1,6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag in der Ernährung einplanen. Fünftens, generell nährstoffreich essen, mit viel Gemüse und wenig einfachen Kohlenhydraten, das heißt Weißmehlprodukte, Zucker und so weiter. Sechstens, 2 bis 5 Mal die Woche gibt es Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht für so 15 bis 40 Minuten. Und in unserem Experiment verwenden wir da einfach Fit ohne Geräte von Mark Lauren. Ich möchte einmal kurz zeigen, was es so zu essen gibt und deswegen werde ich das heute mal filmisch begleiten und fange jetzt direkt mal mit dem Frühstück an. So, ich bin jetzt einmal gerade am Filmen. Dann erzähl uns doch mal, was isst du denn da gerade zum Frühstück? Das ist mein Spezialmüsli. Eine Mischung aus Nüssen, Eiweißpulver, Joghurt, Haferflocken. Das war's. Schuss Milch manchmal noch. Schön, schön. Hier gibt es jetzt Mittagessen, deswegen würde ich vorschlagen, wir schauen uns einfach mal an, was es heute so gibt. Der Hund ist auch schon begeistert bei der Arbeit. Und was gibt es heute zum Essen? Heute gibt es Soja-Bolognese mit Spaghetti und einem kleinen Salat dazu. Das ist also ist zu einem der Lieblingsgerichte von mir geworden. Was ist denn das Wichtigste, damit das jetzt gut schmeckt? Was ist denn das Geheimnis? Also Geheimnis gibt es ja kein großes, das ist halt Soja mit gekörnter Brühe, mit Zwiebeln angebraten, also das Sojagranulat, nachdem es eine Viertelstunde eingeweicht ist, mit Zwiebeln angebraten. Und jetzt kommen noch ein paar Gewürze dazu, wie zum Beispiel Knoblauch, aber auch Oregano, ein bisschen Paprika. Und da schmeckt das? Also mir schmeckt's. Ja gut. Das ist mir jetzt mal das Wichtigste. Jetzt wird das Abendessen zubereitet. Was gibt es heute Abend? Heute Abend gibt es wie fast jeden Abend einen Salat aus verschiedenen Zutaten. Also meistens nehme ich Eisbergsalat, der so gut wie gar keine Kalorien hat. Eine Tomate, auch wenig Kalorien, Paradieschen. 2 hart gekochte Eier. Mache mir meist noch ein bisschen Kichererbsen dazu. Und als Dressing nehme ich Joghurt, so um die 100 Gramm Joghurt, der auch einen hohen Eiweißgehalt hat, und schmeckt den das ein bisschen ab mit den Knoblauchzehen, bisschen Salz und Pfeffer, einen Schuss Essig. Das Ganze hat jetzt roundabout so 500 Kalorien, vielleicht 550. Ja. Und ich habe eine riesen Schüssel mit 2 Eiern drin, mit Joghurtdressing drin, die also dann doch sehr sättigt. Also das Sättigungsgefühl. Das ist praktisch super. Sättigungsgefühl und es schmeckt. Hauptgrund. In der zweiten Hälfte ging es dann ganz normal mit dem Sport weiter. Einige Übungen hat mein Vater allerdings seinem gestiegenen Leistungsniveau entsprechend schwerer gestaltet. Im Vergleich der Liegestütze sieht man zum Beispiel, dass er eine deutlich niedrigere Fläche zum Abstützen nutzt. Im bereits erwähnten Zirkeltraining, das als 5. Sporttag hinzukommt, werden für 20 Minuten 3 Übungen, die man aus den ersten beiden Wochen kennt, im Wechsel ausgeführt. Die eben gesehenen Liegestütze, Ausfallschritte nach hinten sowie das Türziehen, welches hier anstatt an einer Tür mit Hilfe eines um einen Balken gelegten Handtuchs durchgeführt wird. Einen Eindruck davon bekommen wir hier, als ich das Zirkeltraining am allerletzten Trainingstag des Experiments, das heißt am Ende der 10. Woche, filmisch begleitet habe.
Die direkte Hintereinanderausführung der Übungen ohne größere Pausen ist ein Beispiel für eine Ausdauerkomponente des Trainingsprogramms, welche das Herz-Kreislauf-System, den Stoffwechsel und die Durchblutung der Muskulatur stärkt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Damit hast du 10 Wochen geschafft. Und, wie fühlt sich das an? Im Moment scheiße. Ja. Ja, das war das letzte Training. Hast sogar die 20 Minuten ein bisschen länger gemacht. Möchtest du irgendwas sagen unseren Zuschauern? Ist nichts drin. Zehn Wochen, das war's. Ja, so schnell gehen 10 Wochen rum. Jetzt haben wir uns zusammengefunden, das Ganze kurz Revue passieren zu lassen. Hand aufs Herz, wie oft hast du den Sport ausfallen lassen? Sport ist nie ausgefallen. Kein einziges Mal. Keinen einzigen Tag. Wobei das Programm ja schon 3 Ruhetage am Anfang und 2 am Ende vorsieht. Das hat ausgereicht. Aber also egal was war, egal wo du hin musstest, was dann kurzfristig anfiel. Die regulären Sporttage habe ich samt und sonders alle wahrgenommen. Hoi hoi. Wie lief es mit der Ernährung? So insgesamt? Ernährung lief insgesamt gut. Insgesamt gut. Also kam es gut klar mit dem Plan? Ich kam gut klar mit dem Plan, morgens und abends zu 100%. Mittags habe ich doch festgestellt, ich bin der Typ für warme Mahlzeiten und habe mich da auf die 3 oder 4 warmen Mahlzeiten, die in dem Programm vorgesehen waren, dann konzentriert. Ja, ich denke, wir haben generell gelernt, wir haben mit dem Ernährungsplan angefangen, 2 Wochen, jeden Tag ein anderes Gericht. Das war ein bisschen zu kompliziert, auch vom Einkaufen. Haben uns am Ende dann auf 4, 5 Gerichte Rotation beschränkt. Also Simplifizierung, ich denke, das Ganze einfach halten, ist auch ein Erfolgsrezept. Dann gucken wir uns jetzt einfach mal die Fortschritte an. Was ist rausgekommen beim Leistungstest und wie siehst du jetzt nach 10 Wochen aus, verglichen mit am Anfang? Heute ist wirklich der letzte Tag der 10 Wochen, das heißt, wir sind fertig und sind jetzt kurz vom Abschlusswiegen und dem Abschluss-Fitnesstest. Was ist so dein Gefühl? Also Hauptziel war ja nicht Gewicht zu verlieren, aber ich denke doch, oder ich weiß, dass ich Gewicht verloren habe. Ich erwarte jetzt ein Gewicht von um die 84 Kilo. Und wie sieht es mit der Fitness aus? Glaubst du, du schaffst mehr beim Sport? Fitness schaffe ich deutlich mehr, zumindest wie am Anfang. Ob jetzt im Vergleich zu dem Zwischenfazit noch gewaltige Steigerungen drin sind, habe ich nicht so ein Gefühl. Das bleibt jetzt abzuwarten. Ja, dann bin ich mal gespannt. Dann fangen wir jetzt mal hier mit Wiegen an. Das finale Gewicht bestimmen wir zu 82,6 Kilogramm. Es folgt die Blutdruckmessung mit 123/74 bei einem Puls von 64. Als nächstes schauen wir, ob sich die Fitness tatsächlich noch weiter verbessert hat. Beim Liegestützposition halten war das Halbzeitergebnis mit 1 Minute 14 schon sehr gut, aber wir sehen hier, es geht tatsächlich noch mehr. Wir stoppen am Ende bei 1 Minute 44, das ist 40% länger als zur Halbzeit und 7-mal so viel wie zu Beginn. Wie sieht es aber mit den Knieliegestützen aus? Vorher hatten wir eine Verbesserung von 12 auf 15 Wiederholungen, wobei die 15 auch noch in kürzerer Zeit durchgeführt wurden. Am Ende zählen wir 21 Wiederholungen, die Steigerung ist also sogar höher als in der ersten Hälfte. Da der Ausfallschritt nach 5 Wochen schon sehr gut aussah, gibt es hier nicht mehr viel Verbesserungspotenzial. Trotzdem kann man sehen, dass er am Ende noch etwas dynamischer und stabiler durchgeführt wird. Auch die Körperhaltung ist ein wenig besser, zum Beispiel daran zu erkennen, dass der Rücken schön gerade bleibt. Beeindruckend bleibt aber vor allem der Vergleich mit dem Anfangszustand. Damit zur Besprechung der Messwerte. Das finale Gewicht ist 8,4 Kilogramm niedriger als vor 10 Wochen und entspricht beeindruckend genau dem Gewichtsverlust, den wir zu Anfang abgeschätzt haben. Der Körperfettgehalt ist mit beiden Methoden gefallen, laut Navi-Formel um 4,4% und laut Kaliper um 8,2%. Die Körperkomposition hat sich also auf jeden Fall positiv verändert. Der Blutdruck ist zwar etwas höher als zum Halbzeitvergleich, aber in einem völlig normalen Rahmen und deutlich besser als zum Start des Experiments. Der Ruhepuls ist indes weiter abgesunken. Extrem interessant fiel der Vergleich der Bluttests aus. Cholesterin, dessen Werte sowohl mit Alzheimer als auch Herz- und Krebserkrankungen korreliert sind, wurde um fast 40 Punkte gesenkt. Insbesondere ist auch das LDL-Cholesterin, bei dem es sogar Hinweise auf kausale Zusammenhänge mit den ersten beiden Krankheiten gibt, um 20% gesunken. Eine noch stärkere Reduktion um 40% zeigt sich bei den Triglyceriden, welche ebenfalls mit Herz-Kreislauf-Krankheiten, aber auch mit Schlaganfall und Diabetesrisiko zusammenhängen. Der eGFR-Wert beschreibt die geschätzte Filterrate der Nieren.
Während er vorher eine leichte bis mittlere Einschränkung der Nierenfunktion signalisierte, arbeitet die Niere jetzt anscheinend praktisch wieder normal. Niedrige Werte begünstigen Bluthochdruck, schnelle Ermüdung sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und akutes Nierenversagen. Die Thrombozyten sind für die Blutgerinnung verantwortlich. Als schlecht gelten sowohl Werte unter 150 als auch über 400. Wir sind also vorher wie nachher im Normalbereich, beobachten aber eine Senkung um 22%. Der letzte Wert beschreibt den Anteil hämoglobinarmer roter Blutkörperchen. Ein hoher Anteil verschlechtert den Sauerstofftransport im Blut. Bei gesunden Menschen liegt der Wert unter 3%. Aufgrund einer angeborenen Blutarmut, einer Thalassämie minor, liegt er bei meinem Vater aber deutlich höher. Diese milde Form der Blutarmut gilt als beschwerdefrei, kann bei einigen Trägern aber Erschöpfung und Müdigkeit begünstigen. Interessant ist, dass sich der Wert deutlich verbessert hat. Sport und bessere Ernährung können also unter Umständen die Symptome für Träger einer solchen Krankheit stark abmildern. Zusammengefasst sehen wir also enorme Verbesserungen in allen Bereichen. Gut, ja, wie zu erwarten, enorme Ergebnisse, also die Leistungssteigerung ist beeindruckend, also wirklich gigantisch. Wirklich mit dem Anfang optisch sieht man auch vieles. Wie beurteilst du jetzt die Leistungssteigerung und die Veränderung deines Aussehens? Wenn ich bedenke, dass das innerhalb von 10 Wochen alles passiert ist, dann ist das schon ganz, ganz überraschend, sehr erstaunlich für mich und ich bin auch glücklich, dass es so überraschend gut gelaufen ist. Wenn du jetzt, du hast ja vorher Dinge versucht, die haben nicht so gut geklappt und das hast du jetzt auch gut durchgezogen, auch mit keinem hohen Leidensdruck, so wie ich das verstanden habe. Was waren hier jetzt die Erfolgsfaktoren? Also warum hat es diesmal geklappt jetzt? Also es gibt mehrere Gründe. Ein wesentlicher Grund war, dass wir hier ein Feedback-System installiert haben. Das heißt, sowohl am Anfang Videoaufnahmen von mir mehrere gemacht haben, von meinem optischen Erscheinungsbild, sage ich mal. Und das Zweite ist auch, dass die Leistungskurve gemessen werden konnte, indem eben ein paar Mal die Leistung anhand verschiedener Übungen erhoben wurde, die dann immer wieder abgefragt werden konnte, sodass man genau sehen konnte, dass es hier Fortschritte gibt. Das war enorm wichtig. Und das Zweite sicherlich Sportprogramm nach einem stringenten Programm und die Ernährung nach vorgegebenen Richtlinien. Also ein klares Korsett. Das hat mir persönlich den Erfolg gebracht. Also ich fasse zusammen. Feedback, also die Steigerung messen und konkret. Konkretes Programm, wo klar ist, was gemacht werden muss. Ja. Wie geht es jetzt für dich weiter? Jetzt, wo wir fertig sind, 10 Wochen sind rum. Also ich kann sagen, dass ich Blut geleckt habe. Ich werde das Sportprogramm weiter durchführen. Ich werde die 10 Wochen wiederholen und dann sehen wir weiter. Und ich werde die Ernährungsform, die ich hier kennengelernt habe, zu 80%, denke ich mal, weiterführen. Okay, wenn du das weitermachst, dann würde ich sagen, wir machen das konkret. Das heißt, du machst weiter und in 3 bis 6 Monaten bringen wir noch ein kleines Update, was dann rausgekommen ist. Genau, da bleibt der Druck. Einmal Hand drauf. Okay, wunderbar. Dann sind wir mal gespannt. Damit sind wir fertig. Und ich möchte mich einmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hoffen natürlich auch, es motiviert vielleicht den einen oder anderen und bringt ihm dann auch gesundheitlich was. In jedem Fall freuen wir uns natürlich auch gerne über einen Kommentar, oder über eine E-Mail, also über eine Nachricht. Und ich werde nochmal das Konzept zusammenschreiben und das im Download bereitstellen. Also was haben wir gemacht und warum. Und damit würde ich sagen, wir sind fertig. Und dann machen wir jetzt einfach ein paar Liegestütze. So machen wir es.